Podcasts machen voll Bock, ey. Und heute zu Gast bei Open Court zum zweiten Mal. Und ich sage das öfter, aber heute mache ich es wirklich. Ich bin froh, dich zu sehen, Paul Zipser. Servus, schönen guten Tag. Wir saßen hier, ich glaube, es war im März vergangenen Jahres, als das Ganze hier losging, am allerersten Termin und haben ein bisschen gesprochen. Ich weiß, du kamst zu spät, ne, weil du eine halbe Stunde länger geworfen hast und so. So wie immer, ja. Soll ja auch so sein. Und dann haben wir einfach gesprochen über Basketball etc. pp. Und jetzt sitzen wir hier, ja, ein Jahr später und reden über was ganz anderes, denn ich glaube, keiner weiß wirklich, was mit dir die letzten Wochen und Monate los war. Ja, also ich glaube, die ein oder anderen Leute da draußen haben ja ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, Bayern hat es auch von Anfang an, seit, sage ich mal, Tag 1 eigentlich im Griff gehabt. Und mir ging es auch darum, dass viel erstmal privat bleibt und dass man erstmal guckt, dass da jetzt überhaupt nicht geredet wird und dass andere Sachen vielleicht im Vordergrund stehen. Und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt, dass ich mich so gut fühle, dass ich einfach auch darüber ganz normal reden will. Genau, und lass uns vielleicht das Ganze auch chronologisch aufbauen, weil ich denke, das ist in dem Fall jetzt wirklich auch wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorgehen, die Leute ein bisschen mitnehmen, einfach was passiert ist, was danach kam, wie es dir heute geht, all diese Dinge. Erklär doch mal, wie ging das Ganze los? Ihr hattet das Halbfinale gegen Ludwigsburg. Ich glaube, im dritten Spiel hast du noch ganz normal mitgewirkt und was ist dann passiert? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, welches Spiel es dann war, aber es war das letzte Spiel, also das Entscheidende dann bei uns zu Hause. Einen Tag vorher, ich war einfach essen mit Freunden und ich habe einfach irgendwann, wir hatten einfach eine spaßige Runde so gefühlt und ich habe dann, ich kann mich an nichts mehr erinnern, sag ich ehrlich, also ich kann mich an wenig Sachen erinnern. Aber ich habe so ein bisschen jetzt im Vorhinein zu dem Podcast auch ein bisschen die Jungs oder die Leute gefragt. Und dass ich dann irgendwann auch von mir aus gesagt habe, ey, ich will jetzt irgendwie nicht noch ein Dessert oder irgendwas, weil ich habe ein bisschen Kopfweh so. Genau, und dann habe ich jetzt nicht super geschlafen. Ich hatte jetzt keine sehr schlimme Nacht, aber ich habe ein bisschen mich halt nicht super gefühlt und am nächsten Tag, weil ich auch ein bisschen mit dem Oberschenkel und mit dem Knie hatte, habe ich MRT geplant gehabt und dann sollte ich da am Spieltag noch vorm Shootaround hin. Bin hingefahren, MRT gehabt, habe dann auch ein bisschen Schlaf nachholen können beim MRT. Bin dann zurückgekommen und dann wollte ich einfach beim Shootaround austesten, wie das Knie sich so anfühlt und dann wir machen immer so ein paar Runden, einfach nur gerade am Showround, um ein bisschen warm zu werden überhaupt, einfach Korbleger ums Feld laufen und dann habe ich einfach gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und dann hat mich Jörni, also unser Chefphysio und Andrea dann eigentlich auch zusammen, wirklich die beiden, gesagt, okay, heute, also Showround, nichts machen, gehst jetzt ein bisschen nach hinten, dich ausruhen, dann schläfst du schön und dann gucken wir zum Spiel, wie es ausschaut. Und dann habe ich das auch gemacht und dann zum Spiel bin ich nochmal hingefahren, auch in dem bisschen Unwissen, ob ich jetzt überhaupt spielen kann oder nicht, weil ich hatte immer noch das Knie und im Vordergrund war auch die ganze Zeit das Knie eigentlich, ob ich da überhaupt spielen kann und dann das zusammen mit den Kopfschmerzen, weil selbst dachte ich habe halt mehrere Leute gefragt und es hat sich so alles so ein bisschen angehört, als wäre das eine Migräne. Und ich hatte noch nie eine Migräne, deswegen konnte ich selbst nicht einschätzen. Und ich habe aber kurz vorm Spiel auch gemerkt, es funktioniert auch, einfach die Kombination funktioniert nicht und dann hat mich Andrea auch nicht spielen lassen. Und am nächsten Tag, ich sollte halt nach einem guten Schlaf die Docs anrufen, wie es aussieht. Und am Abend habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ey, ich fühle mich viel besser schon. Also ich glaube, morgen geht's. Ja. Und dann wache ich morgens auf und ich habe halt Taubheitsgefühle, was ich noch nie hatte. Und ich dachte, okay, also so ein bisschen was habe ich mitbekommen, wie ein menschlicher Körper funktioniert. Und dann habe ich einen Doc angerufen und habe gesagt, okay, das kann jetzt nicht richtig sein. Ja, und dann hat einer unserer Docs, also es waren mehrere, hatten einige Aufgaben, hat mich Tom abgeholt. Ich glaube, er war auch mal hier. Ockermann, ja klar. Genau, und ab
ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo ich runter bin und zu seinem Auto, habe ich komplett auf Schlafmodus. Und den ganzen Tag habe ich eigentlich nicht mehr viel gemacht überhaupt. Ich war einfach die ganze Zeit nur ich will die Augen zumachen, ich will liegen und fertig. Ja, und das war, glaube ich, der Samstag. Und ja, dann haben wir MRT, haben wir ein paar Tests gemacht. Und dann am Montag, ich glaube am Montag oder am Sonntag, ich bin mir nicht sicher, war dann eigentlich klar, okay, da wäre eine OP vonnöten. Man könnte es auch anders machen und ich habe dann mit dem Professor Dr. Meyer auch nochmal länger geredet, weil auch viele Menschen, die dann sowas hätten, je nachdem wie alt man dann ist und wie die Lebenssituation ist, ob man dann so eine OP überhaupt machen will und dass es auch eine Chance gäbe, dass es halt eben nicht so gut ausgeht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss das machen. Und dann haben wir uns nochmal 1-2 Tage, oder Basti eigentlich, Dr. Talker, der eigentlich fast immer bei unseren Spielen auch ist und unser Chefarzt, hat es dann wirklich optimal gemanagt, wie dann das Team drumherum ist. Also da sind einfach viele Sachen, wo ich mich zu dem Zeitpunkt auch nicht in der Lage gefühlt habe, irgendwie drüber nachzudenken überhaupt. Hat er alles geregelt, auch im Hintergrund, und ja, sodass von Montag oder von Sonntag bis Mittwoch wurde alles geklärt und am Mittwoch dann die OP eben. Das war jetzt eine Menge, da müssen wir halt mal einen Schritt zurückgehen. Also du wurdest diagnostiziert mit so einem Cavernom, also mit einer Blutung am Hirnstamm. Also sehr, sehr weit drin, natürlich auch im Kopf an der Stelle, wo man jetzt auch nicht unbedingt sofort hinkommt, was man einfach, weiß ich, wie es im Knie wäre, ne? Man steckt da halt. Ja, genau, es ist hinten so am Ohr, das ist am Kleinhirn, zu einer Stelle, wo die noch relativ außerhalb ist, sodass man noch irgendwie hinkäme. Also es war schon eine beschissene Stelle. Ja, und es hat halt, also diese Art fängt halt irgendwann an, in der Lebensdauer irgendwann an zu bluten. Also das ist einfach so, auch für alle da draußen, die irgendwie immer noch denken, dass es vielleicht mit der Impfung zu tun haben sollte. Das habe ich im Nachhinein ein bisschen mitbekommen. Also es hat absolut nichts damit zu tun. Also muss man sagen, es ist dann so eine Fehlbildung, die angeboren ist. Genau, eine angeborene Fehlbildung. Genau. Ganz viele Leute, die es irgendwo auch haben, wenn es an der Stelle ist, die nicht so wichtig fürs Gehirn ist, die merken gar nicht, dass es blutet und sterben dann irgendwann mit 80, 90 und wissen gar nicht, dass sie diese Blutung hatten. Ich hatte das einfach nur an einer sehr beschissenen Stelle, deswegen habe ich es direkt gemerkt. Ja, und dann sind einfach mehrere Zentren, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Also Koordination, Atmung, es ist ja alles da hinten mit drin. Ja, mit Atmung hatte ich jetzt kein Problem, aber Koordination viel, auch die ganze rechte Seite. Ich spüre, wenn ich jetzt links und rechts Standwaage zum Beispiel, also nur auf einem Bein stehen, ist wie zwei Welten oder rechte und linke Hand. Ja. Also ich merke, dass meine ganze rechte Seite einfach von Anfang an sehr betroffen war und immer noch, also es wird schrittweise wie alles andere besser, aber ich merke immer noch einen Unterschied. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst nicht unbedingt in der Lage, das alles so zu durchdenken, was da passiert ist. Als du jetzt dann von den Ärzten abgeholt wurdest und so langsam aber sicher rauskommt, was da jetzt eigentlich los ist, hast du das in dem Moment eigentlich klar verstanden? Oder hast du dich da wirklich so in die wohlmeinenden Arme der Ärzte gelegt und gesagt, ey, ich check's nicht gerade, was ist das Beste jetzt? Also ich habe alles verstanden, aber ich habe jetzt, ob das aktiv oder passiv war, versucht wenig drüber nachzudenken, weil ich A, wusste, okay, ich kann jetzt nichts ändern, und B, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Bayern und gerade dem Ärzteteam und dem medizinischen Stab, und es gibt keine bessere Möglichkeit für mich eigentlich, wenn ich damit geboren werde und irgendwann diese Situation habe, dass es blutet und an dieser Stelle halt, dann hätte ich mir im Nachhinein, also ob das jetzt, also auf ein paar Wochen irgendwie kurz vorm Sommer, das wäre halt nicht, ich hätte das Finale gerne mitgespielt, aber dass dieser medizinische Stab mir zur Verfügung steht für diese Sache, ist optimal gewesen, und ich wusste einfach in diesen Tagen, dass ich mich zu 100% auf die Jungs verlassen kann und dass ich da keine Sekunde drüber nachdenken muss. Und
meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter ist Ärztin und jetzt nicht das Fachgebiet, aber genau so Sachen, da weiß man auch, okay, die wissen, was abgeht, aber also zumindest einige Sachen, Also einige ein gewisses Wörter Grundwissen haben die halt sind immer natürlich. wieder Genau. alarmierend. Mhm. Und eben dieses Grundwissen und ab und zu vielleicht mal ein Halbwissen, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt nicht zu 100% Bescheid, aber ich weiß, was es bedeuten könnte. Mhm. Auch für alle drumherum. Also gerade meine Familie und meine Frau dann und meine Freunde war einfach von Anfang an optimal, also was der medizinische Stab da geleistet hat. Hattest du Angst in den Tagen? Und hatte deine Familie Angst? Und wie seid ihr damit umgegangen? Also über die 2 Tage hatte ich eigentlich keine Angst. Ich hatte eher, ja, du kommst halt in was rein, du weißt, okay, ab Mittwoch zum Beispiel wird sich alles verändern. Ähm, jetzt erstmal. Aber jetzt so den Abend vor der OP war schon, ich habe ein paar OPs jetzt gemacht, aber das war schon auch emotional, ja. Also ein bisschen Angst könnte ich schon sagen, ja. Hast du in der Zeit mitbekommen, was in der Mannschaft los war? Denn die wurden ja auch informiert. Du lachst schon. Also augenscheinlich weißt du, was da los war. Ich weiß auch da nicht, welcher Tag, aber ich wusste, auch weil in den Medien das so ein bisschen rausgekommen ist und also Bayern wollte nicht, dass es von außen die Spieler informiert, sondern dass es eben von uns kommt. Ja, dann haben sie Bescheid bekommen von Marco und von Ärzten und alles und dass da eventuell auch jemand ihm es vielleicht nicht so gut gegangen ist zwischendurch. Das habe ich auch mitbekommen. Und ja, viele Spieler oder ich kann mich ehrlich nicht dran erinnern, aber ich glaube, alle Spieler haben danach, nach der OP, natürlich geschrieben und telefoniert oder irgendwas, was halt zu dem Zeitpunkt ging. Ja, aber ich habe viel mitbekommen, auch im Nachhinein. Kamst du an einen Punkt irgendwann in der Reha, wo du irgendwie auch so ein bisschen den Glauben mal verloren hast? Weil ich meine, diese Rückschläge kommen ja. Und dann kann ich mir vorstellen, gerade wenn es Rückschläge sind wie, du drehst den Kopf und du fällst um. Und wenn das vielleicht auch noch mehrfach passiert, dass man denkt, fuck, wird das überhaupt irgendwann mal gut? Ja, also vor der OP wurde mir auch schon gesagt, welche Optionen es gibt. Und nach der OP war erstmal Ansage, ich versuche jetzt meinen Alltag überhaupt hinzubekommen, dass ich, wenn ich jetzt vergesse Basketball, ich will alles außer Basketball jetzt erstmal abhaken, dass ich keine Probleme habe. Und wie ich dann gemerkt habe, da komme ich immer besser hin, da habe ich eigentlich keine, und wie schnell das auch ging, also es wurde mir eigentlich wöchentlich gesagt, okay, Paul, was kannst du jetzt? Ja, das habe ich jetzt in der letzten Woche gelernt, krass. Also das hätten wir niemals gedacht. Und das war öfters der Fall. Und ich habe gemerkt, wie schnell das geht. Ich habe es ja selbst an mir selbst sozusagen gespürt, wie schnell Sachen besser werden. Und ich hätte niemals irgendwie dran geglaubt, das könnte nicht zu 100% wieder, auch jetzt nicht, wiederkommen. Wie sehr sehnst du das denn herbei, dass du jetzt wieder endlich mit dem Team trainieren kannst? Oder ist das was, wo du jetzt gar nicht so, keine Ahnung, wo du denkst, okay, das muss jetzt auch passieren in 5 Wochen oder in 6 Wochen oder in 8 Wochen? Oder sagst du, nee, das kommt irgendwann? Also wie sehr, also ich will nicht sagen, wie heiß, weil heiß bist du auf jeden Fall, aber wie sehr wirklich willst du das so schnell, wie es geht? Also ich habe mir nie eigentlich auch diesen Zeitraum irgendwie gegeben. Ich habe mir nie gesagt, bis dann will ich es schaffen, sondern einfach nur, ich will da hinkommen, mal gucken, wie schnell es geht. Ich habe jetzt gerade noch überhaupt gar keinen Gedanken eigentlich damit verbracht, irgendwie über das Teamtraining nachzudenken, weil ich einfach selbst noch nicht weiß, okay, gerade so reaktive Sachen, weiß ich überhaupt nicht, wie die überhaupt gerade funktionieren würden. Deswegen, ich muss einfach davor ein paar Sachen will ich verändern und dann will ich anfangen über das Teamtraining und
gerade mit unserem Kalender oder einem normalen Juli-Kalender muss man auch gucken, okay, wann wäre überhaupt mal das nächste richtige Teamtraining, so, wo ich dann einsteigen könnte. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Aber auch zwischendurch, ganz am Anfang, wie ich dann nach München gekommen bin und wir angefangen haben mit Basketball, hatte ich oder habe auch Emilio gesagt, ey, ich würde gerne das immer so planen, dass ich das Teamtraining zugucke. Mhm. Und nach dem zweiten oder dritten Teamtraining, glaube ich, habe ich gesagt, Emilio, das machen wir auf keinen Fall weiterhin so. Ich will da auf keinen Fall gerade zusehen. Jetzt nicht, weil die Jungs beschissen sind und wir schlecht eingekauft haben, sondern ich sehe jeden Tag die Competition und ich sehe, wo ich eigentlich jetzt gerade wäre. Und danach bin ich dann am Training oder davor, am nächsten Tag, keine Ahnung. Und beim nächsten Training sehe ich dann, wo ich jetzt gerade bin. Und dann werde ich nur verbissen und frustriert. Ja. Okay. Und das hilft gar keinem. Also dem Team hilft es nicht, dass ich da sitze und meine Sprüche reiße. Und mir hilft es nicht, dass ich im nächsten Training die Hälfte wieder wegschmeißen kann, weil ich nur noch am Ball rumkicken bin. Und ich war auch gerade die Zeit, glaube ich, zu Hause eher nervig unterwegs. Weil ich einfach, ja, das hat mir keine Ruhe gelassen. Wem willst du einfach mal Danke sagen? Ja, ein Wort reicht da, glaube ich, nicht. Also zum einen natürlich habe ich direkt auch mitbekommen, dass mit den Trikots, dass das ganze Team meine Trikots anhatte, dass Andrea mein Trikot, das fand ich ziemlich witzig. Dass dann auch die ganze T-Shirt-Aktion, ich habe vom Office ein Video geschickt bekommen. Es haben sich sehr, sehr viele vom Verein und auch von Fanseite gemeldet, was ich jetzt gerade nicht alles auseinander irgendwie nochmal danken kann, aber jeder, der geschrieben hat, kann sich angesprochen fühlen. Ja, selbst jetzt bei den Fußballern, bei den Bayern, ist auch rübergeschwappt, dass die haben mir ein Video geschickt, das war auch sehr, sehr, sehr cool. Und das zeigt einfach nur, es kamen so viele verschiedene Richtungen irgendwie auf mich zu, dass man einfach dadurch nochmal sieht, was diese Vereine wirklich auch zusammenhält. Und ja, dann Marco kam öfter mal, hat mich alle paar Tage oder am Anfang vielleicht auch täglich angerufen, kam auch in der Reha vorbei. Andrea hat auch versucht, vorbeizukommen. Ich habe dann wegen Komplikationen absagen müssen, aber ja, also mit einem Wort kann ich dann nicht irgendwie jemandem danken, sondern ja, da gibt es sehr, sehr viele, viele Leute und viele Gruppen, die da unglaubliche Sachen auf die Beine gestellt haben.